Jesus ging in eine Stadt namens Nain mit AI geschrieben, im galiläischen Gebiet, 8 Kilometer südöstlich von der Stadt Nazareth. Viele seiner Jünger und eine große Volksmenge begleiteten ihn. Er war ein Publikumsmagnet und war beliebt. Und wie sich nun diese große Menschenmenge dem Stadttor Nain näherte, dann geschah es. Ein Toter wurde herausgetragen, der einzige Sohn einer Witwe. Viele Leute begleiteten die Trauernde und bekundeten damit ihr Mitleid. Das schöne Zusammenleben mit dem Sohn war so schnell zerbrochen und nun waren Wunden in der Seele der Mutter. Erst musste sie ihren Mann betrauern und nun auch ihren einzigen Sohn. Und je mehr wir etwas lieb haben, umso schwieriger können wir es loslassen. Und Jesus sieht die vereinsamte Witwe und ist von ihrem Leid bewegt. Niemand bittet ihn um Hilfe. Er geht zu ihr hin und sagt, weine nicht. Für uns erscheint es auf den ersten Blick irgendwie unsensibel, was Jesus gesagt hatte. Aber Jesus konnte ihr einen Grund zur Freude geben. Er geht zum Sarg hin, rührt den Sarg an und die Träger des Sarges stehen still. Und die Menschenmenge hält gespannten Atem an. Es herrscht Totenstille. Was wird Jesus jetzt machen? Kann er in einer solchen aussichtslosen Lage helfen? Ja, kann Jesus helfen, wenn der Tod ins Haus eingetreten ist? Und Jesus fängt an zu sprechen. Und er spricht nicht wie ein Lehrer des damaligen Judentums, sondern er spricht mit göttlicher Autorität und mit Kraft. Und seine Stimme tönt durch das ganze Totenreich, als er zu dem Verstorbenen sagt, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Unmittelbar danach setzt sich der Tote auf und fängt an zu reden. Und Jesus gibt ihn seiner Mutter. Die ganze Menschenmenge ist natürlich gepackt voll Angst und Ehrfurcht und sagen, ein großer Prophet ist aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Jesus sagt in dem Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 63, Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann das nicht. Und dann sagt er weiter, die Worte, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Und was ist die Stimme des Sohnes Gottes? Es ist die Stimme der Bibel. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Wir alle steuern auf diese Tatsache hinzu. Keiner kann für den anderen sterben. Wir alle müssen diesen Kampf bewältigen. Die Bibel sagt, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Unser Leben läuft schnell und ungebremst wie ein Strom. Wir können nicht eine Sekunde des Lebens anhalten. Wir rasen nur dahin. Aber es gibt Hoffnung. Die Bibel sagt, dass Jesus durch seinen eigenen Tod dem Teufel die Macht gebrochen hatte, der bisher die Macht über den Tod hatte. Und dann sagt die Bibel weiter, nur so konnte Jesus die Menschen befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Der Tod ist besiegt, weil nun das, was nach dem Tod kommt, uns Hoffnung geben kann, anstatt uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Und was kommt nach dem Tod? Da stellt die Bibel 2 Möglichkeiten in Aussicht. Generell gilt, man kommt dorthin, wem man gedient hat. Hat man Jesus gedient, ihn geliebt und ihm den gebührenden Platz im Leben eingeräumt, wird man die Ewigkeit im Himmel verbringen und wahres Glück genießen. Hat man Jesus verachtet, seinen Worten nicht geglaubt und ihm nicht geglaubt, wird man die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und Jesus sprach offen und oft über die Hölle. Er sagte zum Beispiel, man wird in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen beginnt. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, wo es nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben gibt. Die andere Möglichkeit, wo wir unsere Ewigkeit nach dem Tod verbringen können, ist der Himmel.
Und darüber berichtet die Bibel, und Gott wird jede Träne von des Menschen Augen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, keine Klage, keinen Schmerz, keine Traurigkeit, denn was früher war, ist für immer vorbei. Wenn wir in den Himmel kommen, dann ist es, wie die Bibel sagt, der Tod verschlungen in den Sieg. Dann ist der Tod die Türe zum Paradies. Und ich möchte dich heute fragen, wo wirst du sein, wenn du stirbst? Wo wirst du in 100 Jahren sein? Jesus sagte mal, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt er weiter, und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Damit meint er, in Ewigkeit nicht in der Hölle sein. Und dann stellt Jesus die Frage, glaubst du das?